Moin liebe Fahrradfreunde, heute habe ich eine größere Tour vor. Heute geht es nach Hannover mit dem Rad und zwar über den Leine-Heide-Radweg. Die Strecke ist ungefähr 135 Kilometer lang. Ich habe schon mal versucht, diese Strecke zu fahren, musste aber abbrechen wegen den Platten. Da gibt es einige Feldwege zu durchfahren. Das ist nicht nur alles asphaltierte Wege, aber die Strecke ist wunderschön. Es sind auch keine großen Steigungen drin. Temperatur, es ist jetzt so 15 Grad. Den Tag über soll 20 Grad werden und sonnig. Das wird auf jeden Fall super. Zurück möchte ich dann mit der Bahn fahren. Die Metronom bietet da einen super Service an. Man kann überall auf der Strecke einfach ein Ticket ziehen, einsteigen und wieder zurück nach Göttingen fahren. Na gut, ich habe eine Menge vor mir. Los geht's. Hallo liebe Fahrradfreunde, ich habe die ersten 30 Kilometer hinter mir. Es ist jetzt 11 Uhr. Die Strecke war super, also zwischen Maisfeldern und Kornfeldern. Es ist jetzt Ende Juli, da ist bald Erntezeit. Hoffentlich sind nicht so viele Erntetrecker gleich unterwegs. Ich habe ja noch einen ganz schönen Abschnitt vor mir. Ich bin jetzt kurz hinter Nordheim, das liegt da hinten drüben hinter mir. Seht ihr die Nordheimer Seenplatte oder einen Teil davon. Das Wetter ist super, es strahlt die Sonne, die Temperaturen müssen inzwischen die 20 Grad erreicht haben, zumindest fühlt sich das für mich so an. Ich habe einen ganz leichten Gegenwind, das stört so ein ganz bisschen. Rückenwind ist natürlich immer schöner, aber das wird auf jeden Fall nicht daran stören, heute noch bis nach Hannover zu radeln. So schlimm ist das Ganze nicht. Tja, auf der Strecke werde ich euch immer im Video Fotos einblenden, damit man so ein bisschen sieht, was gibt es für Ausflugsziele links und rechts. Ich werde zwar heute ordentlich durchstratzen und werde mir nicht allzu viel Zeit für Pausen gönnen, weil ich eben noch bis Hannover kommen will. Aber damit die diese Tour sich über längeren Zeitraum einplanen oder in Etappen machen, mal sehen können, was man sich so alles anschauen kann, zeige ich euch die Fotos, die ich bei anderen Gelegenheiten oder jetzt auf dieser Tour gemacht habe. Tja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Ich selber bin 56 Jahre alt, solche Touren über 100 Kilometer, das ist eigentlich für mich genau das Richtige, mir macht das richtig Spaß. Ich lasse mir Zeit dabei, das sind Ausflüge, das sind keine Radrennen, wobei man sich natürlich schon beeilen muss, wenn man, also beeilen, auf jeden Fall darf man sich nicht zu lange Zeit lassen, um so lange Strecken an einem Tag zu schaffen, und das Wetter und alles muss optimal passen. Ja, was ist meine Ausrüstung? Das ist so, was ich hier so anhabe, das ist normale Turnschuhlatschen, kurze Hose, dann ein T-Shirt, dann habe ich natürlich immer noch ein paar Shirts mit zum Wechseln. Heute Morgen, als ich losfuhr, waren noch 15 Grad, da hatte ich halt
halt ein bisschen mehr an. Und na gut, jetzt ist das T-Shirt, was ich wahrscheinlich den ganzen Tag anbehalten werde. So, zu meiner Ausrüstung gehört natürlich mein Rad. Das hier ist mein Rad, das ist ein Trekkingrad. Ich habe einen Rucksack mit dabei, da ist ein halben Liter Apfelsaftschorle dabei und einen halber Liter Wasser. Und heute Morgen habe ich eine ordentliche Schüssel Müsli gegessen oder Haferflocken mit ein bisschen Banane drin. Das heißt, meine Batterie ist jetzt voll. Meine Frau sagt sowieso, dass meine Batterie immer viel zu voll ist. Naja, also mal gucken. Zwischendurch werde ich bestimmt auch Hunger haben und dann haue ich mir vielleicht irgendwo einen Schnitzel oder irgendwas Ähnliches rein. Irgendwas Leckeres mit viel Kalorien. Okay, dann geht es jetzt weiter Richtung Einbeck und schaut euch die weitere Tour an. Hallo liebe Fahrradfreunde, es ist jetzt 20 nach 1. Ich habe jetzt meine ersten 65 Kilometer hinter mir. Das könnte so gut und gern die Hälfte der Strecke sein. Ich war eben im Dorfladen von Vreden und bin jetzt am Dorfausgang von Vreden und habe mir hier eine schöne Bank gesucht und habe mir ein paar Sachen geholt, so ein bisschen Streuselkuchen, Brötchen und Camembert und werde jetzt erstmal ein bisschen kleines Picknick machen und dann geht's wieder weiter. Ich halte euch auf dem Laufenden. Jo, hallo liebe Fahrradfreunde. Es ist jetzt 1:15. Ich habe 73 Kilometer geschafft, bin in Alfeld angekommen und bin überrascht. Alfeld hat eine schöne Innenstadt. Also wenn ihr hier rüber guckt, da seht ihr das Rathaus, ein wunderschönes Gebäude mit so einem schönen Vorplatz davor.
Naja, die Strecke, wie war sie? Also super Sonnenschein, bisschen Gegenwind, manchmal sind Böen da, das nervt schon etwas. Aber im Großen und Ganzen bin ich absolut begeistert. Also es macht richtig Spaß. Ich habe zwar noch eine ordentliche Strecke vor mir, mal gucken, ob mir noch die Booster ausgeht. Aber im Augenblick ist alles prima. Naja, hinter mir ist so ein Kunstwerk und naja, sind so komische Sachen dran. Das gehört wohl zu Eifeld dazu und ja, ich suche jetzt meinen Weg wieder zurück auf den Radweg und nehme euch mit und dann schauen wir mal, wie der Rest der Strecke ist. Also, bis später. So, liebe Freunde, ich bin unter Schloss Marienburg, was hinter mir wahrscheinlich zu sehen ist. Und wir haben es jetzt Viertel nach 4 und ich habe 105 Kilometer hinter mir. 33 Kilometer sind es noch. Ich mache mich gleich wieder auf den Weg, damit ich heute auf jeden Fall noch ankomme. Also, bis später.
So, ich gehe mal hin, wo es ein bisschen leiser ist. Jo, hallo liebe Radfreunde. Jetzt sind es noch knapp 10 Kilometer. Ich bin hier am Leinewehr. Eben war ein kleiner Umweg am Radweg. Da ist eine Leinebrücke gesperrt. Ich bin so ein bisschen nach Durchfragen gefahren und ich meine, ich weiß jetzt den Weg Richtung Maschsee und von daher ist es nicht mehr weit bis zum Bahnhof. Okay, ein paar Minuten bin ich noch unterwegs. Ich fühle mich super fit. Die Strecke war wunderbar. Also Wetter war geil. Der Gegenwind hat so ein klein bisschen gestört, aber das war kein schlimmer Gegenwind. Und nee, ich fühle mich eigentlich noch recht gut und es ist auch noch nicht allzu spät. Gut, ich melde mich gleich am Bahnhof nochmal mit den Kilometern und den Zeiten. Ich habe sie jetzt gar nicht im Kopf, weil ich eben gar nicht drauf geguckt habe. Okay, bis später. Jo, liebe Fahrradfreunde, ich habe es geschafft. Es ist 19 Uhr, auf dem Tacho sind 140 Kilometer. Hinter mir ist der Bahnhof mit Ernst-August-Denkmal und ich gehe gleich mal rein. Mein Zug fährt jetzt noch so, ja, ich habe noch so ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Ich berichte euch dann aus dem Zug noch so ein bisschen. Hier vom Bahnhof ist noch relativ voll. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich so gut versteht. Also, bis später. So, liebe Fahrradfreunde, ich bin zurück von meiner Tour. Das waren jetzt 140 Kilometer von Hannover zurück mit der Metronom. Das hat gut geklappt. Es war noch ein anderer Gleis, deswegen war ein bisschen Hektik. Oh, jetzt bin ich hungrig. Was kann ich zur Tour selber sagen? Die Strecke, die ist super, weil sie flach ist. Die Strecke ist super, weil nicht so viel los ist. Die Strecke ist relativ gut ausgeschildert. Was nicht so gut ist an der Strecke, ist, dass sie relativ viel Schotterwege hat. Also wenn man die Werra, die Fulda und die Weser lang fährt, dann kann man wesentlich schneller fahren und es ist nicht so ruttelig wie auf dieser Strecke hier. Aber gut, jetzt bin ich K.O., jetzt bin ich müde, jetzt will ich was essen und ja, bis zur nächsten Tour.